Ja, in den letzten Jahren hat sich unglaublich viel getan, wenn du online Kunden gewinnen willst, wenn du verkaufen willst. Und die klassischen Methoden, die vor 10 Jahren oder 5 Jahren gut funktioniert haben, die funktionieren tatsächlich teilweise nicht mehr. Und der Sales Funnel wurde schon mehrfach für tot erklärt. Aber das ist natürlich eigentlich totaler Unsinn. Es kommt darauf an, was du unter Funnel verstehst. Wenn du unter einem Funnel genau das verstehst, was ich darunter verstehe, nämlich einfach die Methode, wie ein Fremder zu dir kommt und Kunde wird, dann ist das natürlich ein Evergreen-Prozess, der sich aber natürlich flexibel mit dem Zeitgeist verändert. Die Art und Weise, wie sich Kunden einfach bewegen, ändert sich. KI macht natürlich einen riesen Unterschied mittlerweile. Und in diesem Video schauen wir uns an, wie sich der Sales Funnel verändert hat, was aktuell am Markt für dich funktionieren kann und wie du das einsetzen kannst, um heute damit Kunden zu gewinnen. Let's go. So, dann kommen wir mal zu der Frage, warum Sales Funnel überhaupt für dich wichtig ist. Und der Grund ist natürlich, du willst täglich, wöchentlich, monatlich Leads, Kunden und Sales machen, richtig? Demzufolge ist der Sales Funnel der Prozess, wie diese Dinge, diese Kunden, diese Leads, diese Sales passieren. Selbst wenn du dir darüber jetzt nicht bewusst bist, wie der genau aussieht bei dir, im Detail vielleicht, dann trotzdem hast du einen, ja? Weil der Sales Funnel ist einfach der Weg, wie du einen Fremden aus deiner Zielgruppe zu einem Kunden machst. Und solange du Kunden gewinnst, hast du so einen Weg. Die Frage ist vielleicht, wie genau ist dieser Sales Funnel, dieser Prozess wirklich durchdacht? Wie gut ist er wiederholbar? Wie gut kannst du ihn einsetzen? Wie hoch konvertiert er? Das ist natürlich die Schlüsselfrage daran. Denn wie wir schon sagten, der Sales Funnel ist einfach nur der Weg, wie eine Person, ein Fremder zum Kunden wird. Also eine kalte Person aus deiner Zielgruppe, die aber garantiert eben dein idealer Kunde sein könnte, wie du diesen dazu bringst, dass er letzten Endes Kunde von dir wird. Und es bedeutet kalter Kontakt, gegenseitige Annäherung, heißer Kontakt wird Kunde. Also von kalt zu warm zu heiß. Das ist das Framework, das einfache Framework. Und man könnte auch sagen, der Sales Funnel ist einfach eine Sequenz von Mini-Ja's. Dein Kunde sagt sozusagen in kleinen Schritten Ja zu verschiedenen Dingen, um am Ende bei dir Kunde zu werden. Denn das Ganze ist ein Beziehungsaufbau. Und die ganze Analogie zum Dating, also romantischer Beziehungsaufbau, ist sehr ähnlich. Auf dem ersten Date machst du natürlich keinen Heiratsantrag. Also du fragst nicht, willst du mich heiraten? Auf dem ersten Date. Was machen aber einige? Sie versuchen immer noch zum Beispiel auf LinkedIn-Messages direkt ihr Offer zu pitchen. Das ist natürlich ein mega Turn-off und wird nie funktionieren. Du machst das natürlich nicht, aber ich habe sowas auch kürzlich schon wieder gesehen. Das zeigt natürlich komplettes Unverständnis, wie so ein Prozess der Kundengewinnung grundsätzlich funktioniert. Und beim Dating ist es auch klar, keiner sagt beim ersten Date, willst du mich heiraten? Und keiner sagt dazu ja. Es ist eine Serie von Mini-Steps. Und in einer romantischen Beziehung oder einer Business-Beziehung funktionieren diese Sachen tatsächlich vergleichbar. Also der Sales Funnel ist genau dieser Prozess. Und je intelligenter du den baust und überhaupt bewusst baust und vielleicht aufbauend auf Dinge, die schon funktionieren, desto leichter fällt es dir natürlich auch tatsächlich deine Kunden zu gewinnen aus deiner Zielgruppe. Also Traffic, den du generierst, wirklich zu konvertieren. Und wenn wir uns die Frage stellen, welchen Sales Funnel brauchst du denn überhaupt und wie kannst du ihn so bauen, dass er tatsächlich funktioniert? Die erste Frage, welchen Sales Funnel brauchst du eigentlich, ist die Frage, wie verkaufst du dein Angebot und was ist dein Angebot wirklich? Es spielt nicht so groß eine Rolle, wer dein Kunde ist, ja, oder ob es B2B oder B2C ist. Die entscheidende Frage ist, verkaufst du persönlich oder mit einem Sales-Team, also persönlicher Kontakt, oder kannst du und möchtest du automatisch verkaufen? Und das hängt natürlich zum großen Teil von dem Preis deines Angebots ab. Also wenn du jetzt beispielsweise eine Dienstleistung, Coaching oder ähnliches, höherpreisige Dienstleistungen oder höherpreisige Produkte verkaufst, ein Auto zum Beispiel, ja, also sobald es in den 4-, 5-stelligen Bereich reingeht, dann ist es in der Regel kein Spontankauf und kein automatisierter Verkauf. Du hast also ein Erstgespräch, vielleicht ein Folgegespräch, ein Closing-Gespräch. Und das bedeutet, du brauchst einen Lead-Funnel, weil du willst qualifizierte Leads generieren. Und möglichst mit dem Stichwort qualifiziert. Das heißt also, der Lead sollte vorinformiert sein, er sollte qualifiziert sein, was Kaufkraft angeht und was Interesse, Bedarf angeht. Und dann ist es ein Lead und ein potenzielles erstes Kundengespräch, Lead-Funnel. Wenn du automatisiert verkaufen willst, dann gibt es da zwei Dinge. Es gibt sozusagen den semi-automatisierten Funnel und es gibt den vollautomatisierten Funnel. Semi-automatisierter Funnel, sehr schönes Beispiel sind Coaching-Programme, Gruppencoaching-Programme zum Beispiel. Also sagen wir mal Produkte,
die in der Preisrange zwischen 1.000 und 5.000 Euro zum Beispiel liegen und wo du sehr viel in der Gruppe vorqualifizieren und vorinformieren kannst und der Zuschauer findet das auch gut. Und dann hast du die Möglichkeit, eine direkte Lead-Generierung zu machen mit einem hochqualifizierten Lead, der den Preis kennt, der das Produkt kennt, das Angebot, der dich schon kennt als Personal Brand oder deine Firma und daraus dann in einem Gespräch closen kannst. Also automatisiert wird sozusagen das Produkt schon präsentiert, zum Beispiel in einem Webinar und dann geclosed auf hochqualifizierte Leads. Und dann der automatisierte Funnel ist natürlich offensichtlich, du hast ein Produkt, was man tatsächlich automatisch direkt kaufen kann, also zum Beispiel E-Commerce, physische Produkte, Online-Kurse, alles, was, sagen wir mal, so bis 100 Euro oder 200 Euro geht, wo jemand spontan online einfach kauft, ohne groß zu interagieren, ohne persönliche Gespräche, Beratungsgespräche zu brauchen. Das ist der automatisierte Funnel. Also damit haben wir die 3 Kategorien und jetzt fächert sich das natürlich auf, wie genau diese Funnel aussehen, Landingpages, Webinare, Lead-Qualifizierung und so weiter. Das sind die Details, aber damit hast du ein ungefähres Gerüst, wo du wahrscheinlich stehst und wahrscheinlich weißt du, welche Art von Sales Funnel du brauchst. Einer der besten Wege, um für dich herauszufinden, welchen Sales Funnel du eigentlich brauchst, welcher Prozess dir die meisten Kunden in der kürzesten Zeit mit der besten Qualität reinbringt, genau das kannst du rausfinden mit einem KI-Tool, das ich dir gerne kostenlos geben will. Der Link ist unten in der Beschreibung zu dem Video direkt. Das ist der Sales Funnel FreeGPT und damit kannst du genau herausfinden, was der richtige Sales Funnel ist. Das ist ein richtig intelligentes Ding. Ich gebe es dir kostenlos, kannst es downloaden und du findest heraus, was der Sales Funnel für dich ist, mit dem du deine Kunden gewinnst. Okay? Holst dir, ist auf jeden Fall ein wertvolles Tool, was direkt in ChatGPT für dich funktioniert. Okay, um es mal konkret zu machen, hier ein Beispiel von einem Gruppencoaching Sales Funnel, also einem semi-automatisierten Sales Funnel, wo wir ein Webinar einsetzen und dann damit hochqualifizierte Leads generieren und diese geclosed werden können. Das ist nämlich der Sales Funnel von einer meiner Lieblingskunden, das ist die Martina. Martina hat eine Kunstschule und sie ist zu mir gekommen und hat im Grunde extrem Schwierigkeiten gehabt. Sie hatte schon 2, 3 Agenturen hinter sich. Dann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, das ist der letzte Versuch für mich, um mein IQ Painter, mein Business hier mit Online-Marketing und mit Sales Funnel und mit vielleicht Werbung zu versehen und damit endlich was zu verkaufen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben die IQ Painter Masterclass aufgebaut und das ist ein Gruppencoaching-Programm, wo Maler den Weg zum Künstler gehen können. Ja, unter dem Aufhänger, male nicht nur Bilder, sondern erschaffe Kunst, die bleibt. Ja, mit der Transformation vom Hobbymaler zum Künstler, der erschafft Kunst, auf die er stolz ist, die er vielleicht sogar vermarkten kann. Auf jeden Fall, wo er seine Seele oder sie, meistens sind Frauen, ihre Seele in ihre Kunst ausdrücken kann und auf ihre Kunst stolz ist. Also der Weg vom Hobbymaler zum Künstler. Ich finde es eigentlich ein sehr, sehr schönes Programm, was sie macht und sie ist extrem kompetent. Aber wie viele Experten und Coaches hat sie auch das Problem gehabt, dass sie ihr ganzes Wissen und das, was sie in die Welt bringen kann, einfach online nicht auf die Straße gebracht hat. Und da haben wir ihr natürlich geholfen mit diesem Sales Funnel und diesem ganzen Masterclass-Programm, was ein Gruppencoaching ist. Und es ist einfach ganz toll zu sehen. Sie hat in den ersten 2 Webinaren also 33.000 Euro neuen Umsatz gemacht. Und wir sind jetzt dabei, wirklich alle 1 bis 2 Monate Webinare live zu launchen. Und das Ganze mit einer Werbekampagne auf Meta-Ads zu versorgen. Und so bringen wir immer wieder neuen, frischen Traffic ihrer idealen Kunden rein. Zielgruppe sind also hauptsächlich Frauen ab 50. Und das ist natürlich eine extrem spannende Sache, weil mit einmal hat sie einen Prozess, auf den sie sich verlassen kann, dass wenn sie ein Live-Webinar macht, dann hat sie auf jeden Fall qualifizierte Gespräche und sie kann hochpreisig, nämlich mit 2.700 bis 3.000 etwa Euro pro Kunde, relativ schnell auf 5-stellige Beträge kommen. Und das wiederholen wir auch monatlich. Und das ist einer der typischen Case Studies, wie so ein Sales Funnel, wenn man weiß, was man tut, nämlich mit einem Webinar zu einem Lead-Generierung hochqualifiziert, weil die Personen kennen ja den Preis, sie kennen das Angebot, sie kennen sie. Das ist eigentlich der größte entscheidende Punkt, der hierbei entsteht. Sie kennen sie als Person und wissen deshalb, auf wem sie sich einlassen. Und da passiert was ganz Besonderes und darauf möchte ich deine Aufmerksamkeit jetzt mal lenken, weil da passiert was und das ist Vertrauensaufbau. Oder auch was wir Aufbau von persönlichem Brand und persönlicher Nähe nennen.
Die Zielgruppe vertraut ihr als Expertin, als Führerin zu dem Ergebnis, zu dem, was die Zielgruppe nämlich möchte. Sie möchten endlich Bilder malen und Kunst erschaffen, die ihre Seele ausdrücken und auf die sie stolz sind. Und das ist die Transformation, die sie leistet in einem Jahresprogramm. Das ist einer der Sales Funnel, die genau das auf die Straße gebracht haben, was sie verkauft und zusammengebracht haben mit dem, was ihre Zielgruppe möchte. Also wie gesagt, nutzt den GPT und finde selbst heraus, was der richtige Sales Funnel für dich ist. Und wenn du bei der Umsetzung Hilfe brauchst und das professionell auf die Straße bringen willst, dann schau bis zum Ende des Videos oder in der Description, da kann ich dir natürlich helfen. Wir haben am Anfang des Videos gesagt, ein paar Sachen haben sich auch geändert. Was hat sich denn geändert und wieso ändert sich überhaupt was? Eine Sache, die du verstehen musst, ist, dass wie alles natürlich mit zunehmender Zeit die Märkte gesättigter werden. Das heißt, es kommen mehr Leute in den Markt, es sind mehr Angebote da, es sind auch Erfahrungslevel oder Erfahrungen von deinen Kunden da, die haben das eine oder andere schon ausprobiert, sind vielleicht ein paar Mal auf die Nase gefallen mit Anbietern, da kannst du nichts dafür, aber das ist eben die Gesamtheit, das kollektive Bewusstsein in deinem Markt. Wo steht dein Markt? Das ist eine entscheidende Frage. Wenn du also in deinen Markt frisch reingehst, dann musst du das wissen. Du kannst nicht einfach das sagen, was dir gerade einfällt, was dein Angebot im Grunde tut, ohne zu wissen, was vielleicht dein Kunde seit 10 Jahren schon gehört hat. Wenn du nämlich das wiederholst, was vor 5 Jahren schon out war, dann wirst du da auch keine Traktion haben. Also herauszufinden, was du deinem Markt sagst, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und herauszufinden, wie du eine Marketingbotschaft entwickelst, die an deinem Markt zieht, die jetzt nicht vor 10 Jahren deinen Kunden abholt, weil das hat er vielleicht vor 10 Jahren schon gehört. Das ist mit das Kritischste und das Wichtigste in dem ganzen Prozess. Und das kann man natürlich lernen und auch umsetzen. Was aktuell in den meisten Märkten passiert, ist, dass die Menschen immer weniger bereit sind, sich auf Dinge einzulassen, wo sie noch gar kein Vertrauen haben. Da gibt mehrere Faktoren, die dazu führen. Zum Beispiel einer der Faktoren, das kennst du vielleicht selbst von dir, von deinen Kids, in deinem Umfeld. Social Media hat natürlich die Aufmerksamkeitsspanne extrem nach unten gedrückt. Die Bereitschaft, sich überhaupt lange Zeit mit etwas zu beschäftigen oder überhaupt sich mit etwas zu beschäftigen, die sinkt natürlich, weil einfach immer mehr Noise da ist, immer mehr Geräusch, Grundrauschen, sagen wir mal, auf den Social-Media-Plattformen da sind. Es sind sehr viele Anbieter und jetzt kommt auch noch KI hinzu. Das heißt also, die Reizüberflutung, die ist da. Und das bedeutet, wenn du Marketing machen möchtest, dann musst du einen Weg haben, in dieses Grundrauschen reinzubrechen und zum Zweiten Vertrauen bei deiner Zielgruppe aufbauen. Und das geht am besten durch mehrere Touchpoints und insbesondere früher im Funnel. Also nicht in der Regel mit einem Touchpoint und dann erwartest du sofort Unmengen an Leads zu bestmöglichen Preisen zu erreichen, sondern in fast allen Märkten ist die Situation so, dass das Vertrauen nach vorne wandert. Also die Menschen wollen vorher Vertrauen aufbauen können, beispielsweise indem sie sich Content ansehen, Videos ansehen, so wie dieses Video hier zum Beispiel, ohne dass sie schon irgendein Micro-Commitment gemacht haben, also eines von den kleinen Ja-Steps, ja, zum Beispiel ein Gespräch zu buchen oder ein Produkt zu kaufen. Das ist also ein großer Trend, den ich dir jetzt mitgeben möchte, weil so hat sich der Markt radikal verändert. Und der zweite große Trend, abseits davon, dass das Vertrauen weiter nach vorne wandert und die Menschen erwarten, von dir mehr zu sehen, bevor sie in einem Sales Call sitzen, das zweite ist natürlich künstliche Intelligenz und KI. Auf der einen Seite ist Wissen für jeden mittlerweile verfügbar. Das heißt also, du kannst fast jedes Problem, wenn du lange genug darauf arbeitest, zumindest ansatzweise lösen oder vielleicht sogar lösen. Manche Probleme sind komplexer, der Sales Funnel gehört definitiv auch dazu. Warum? Weil du musst wissen, wo steht dein Markt, du musst wissen, du brauchst Erfahrung, was aktuell schon funktioniert hat, du brauchst Wissen über deine Zielgruppe. Auch das kann natürlich KI durchaus leisten, aber es braucht eine klare Führung. Und die Tatsache, dass KI jetzt da ist, sorgt eigentlich auch dafür, dass du noch mehr Grundrauschen hast. KI erzeugt noch mehr Daten, noch mehr Informationsflut. Und während es diese Informationsflut generiert, macht es aber eins meistens nicht. Es hilft dir nicht, wirklich Kunden zu gewinnen. Es hilft dir nicht zu verkaufen. Und es hilft dir nicht, wirklich in Touch zu sein mit deinem Kunden.
Und eine Sache ist ganz offensichtlich, dein Kunde will auch nicht von KI verkauft werden. Er will keine KI-Texte oder Bilder wirklich sehen. Natürlich ist es jetzt mal ganz witzig zu sehen, was die aktuellen Renderings sind und dass es genauso aussieht, als was du im Kino sehen kannst mittlerweile. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wer will schon wirklich mit KI interagieren? Gerade wenn es um Dinge geht, wo Vertrauen notwendig ist und wo die menschliche Komponente entscheidend ist. Und deswegen glaube ich, dass die menschliche Seite nie weggehen wird, wenn du in einer Beziehung reingehst. Und wir haben vorhin gesehen, Geschäftsbeziehung ist eben auch eine Beziehung und eine zwischenmenschliche Beziehung. Und dein Kunde erwartet auch einen persönlichen Kontakt. Und das wird natürlich auch immer mehr Premium. Das darf man auch nicht vergessen. Dadurch, dass immer mehr KI da ist, immer mehr Gleichmachung, jeder hat die Möglichkeit, Chats in Texte zu verwandeln oder in Videos oder in Bildern und die zu pushen auf Social Media oder auch in Ads und so weiter. Aber es ist eigentlich eine Gleichmachung. Und deswegen glaube ich, dass die eigentliche Voice und der Wert des Menschseins immer wichtiger wird und immer weiter nach oben kommt. Und das ist genau die Komponente, die du jetzt wieder in deinen Sales Funnel übersetzen kannst. Also auf der einen Seite ist KI natürlich ein unglaublicher Beschleuniger. KI kann dir extrem viel Sachen abnehmen, wie beispielsweise, was ich benutze, Videoschnitt oder Videoverbesserung, Layovers über dem Video. Oder einfach Strukturierung, ja, als Co-Founder fast fungieren. Das sind Dinge, wie ich Claude Code oder auch ChatGPT nutze. Und das ist eine Sache, die du auch machen solltest und wo du dich schulen solltest. Aber der eigentliche Kundenkontakt und der eigentliche Skill, wie du das, was du bist, was du hast, in Aussagen verpackst, das bist du in einer einzigartigen Form und die Essenz davon. Und das ist es auch, was dich unique macht und was dich abhebt von dem Einheitsbrei, den sonst KI produziert. Also KI ist auf jeden Fall ein sehr starkes Tool und das solltest du einsetzen zur Beschleunigung, aber setz es nicht ein, um dich zu ersetzen oder um den direkten Kundenkontakt zu machen oder um die wichtigsten Dinge, wie zum Beispiel ein Sales Funnel oder wie zum Beispiel deinen Auftritt gegenüber deiner Zielgruppe, um das zu ersetzen. KI produziert und ist unglaublich schnell darin und das ist natürlich die Stärke. Jeder kann mit KI Pages bauen, also Landingpages oder Funnel oder Worte drauf packen. Aber das heißt eben nicht, dass das an deinem Markt funktioniert. Dass es markttauglich ist, dass es verkauft und dass es einzigartige Aussagen und deine Stimme ausdrückt. Das tut es nämlich eben nicht. Selbst wenn du es trainierst, halte ich es für einen Irrweg, diesen Weg mit KI beschreiten zu wollen. Selbst wenn du versuchst, deine Voice in die KI zu bringen, es bleibt was auf der Strecke, wenn du das tust. Und das merkt dein Kunde auch, selbst wenn er es vielleicht nicht in Worte fassen kann. Und das ist genau der Grund, warum er am Ende dann doch nicht kauft. Heißt also, was am Markt wirklich funktioniert, heißt auch am Puls deines Marktes zu sein und den Zeitgeist zu treffen. Und da ist KI auch explizit schlecht. Und ich muss sagen, worin sie selbst beim aktuellen Stand immer noch schlecht ist, ist wirklich Copywriting, also Texte zu schreiben, die ins Mark und in die Seele deiner Zielgruppe treffen. Und es hat vielleicht damit zu tun, dass es eben keine Seele hat. Also wenn es darum geht, authentisch zu sein und wirklich etwas zu bauen, was an deinem Markt konvertiert, das ist ein ganz anderes Game und es ist im Grunde die Champions League im Marketing und lass das nicht von KI alleine machen. KI ist ein wunderbares Tool, dich zu unterstützen und zu beschleunigen. Ich finde, dazu ist es besonders gut, um Dinge einfach zu automatisieren, wie zum Beispiel Videoschnitt oder Layover oder um Drafts zu geben, mit denen du dann weiterarbeiten kannst oder Strukturierung und so weiter. Als Ping-Pong und Co-Founder super gut, aber als alleiniger Entscheider und alleiniger Produzent oder Akteur mit deiner Zielgruppe, davon würde ich abraten. Also zusammenfassend ist es so, aus meiner Sicht, KI ist ein absoluter Beschleuniger und wenn du eine speziell trainierte KI, wie zum Beispiel diesen GPT, den ich dir unter dem Video verlinke, for free, wenn du die einsetzen kannst, die im Grunde auf bewiesener Struktur, bewiesener Erfahrung, schmerzvollen Erfahrungen, ja, die man selbst durchlebt hat, die darauf basiert, dann kann es schneller zu guten Ergebnissen führen, aber setzt trotzdem deinen Kopf ein und dein Wissen und das, was dich ausmacht, was dich als authentische Person ausmacht, weil das ist genau das, was deine Zielgruppe sehen will. Und sie will nicht mit einem Roboter sprechen und auch nicht von dem versorgt werden. Und aus meiner Sicht, die KI zusammen mit dir als Experte, das ist eine wunderbare Vision und Fusion.
und die beschleunigt dich und macht dich tatsächlich besser als die Konkurrenz. Und was den richtigen Funnel für dich ausmacht, das haben wir jetzt in dem Video gesehen. Du kannst sicherlich jetzt ungefähr sagen, insbesondere mit dem FreeGPT, den ich dir empfohlen habe. Und das Zweite ist, er holt deinen Kunden auch da ab, wo er steht. Du sprichst die Sprache, die dein Kunde hat, indem du weißt, das ist das Problem, was ich löse und das ist der Schmerz, den ich löse und das ist das Ziel, das gelobte Land, wo ich meinen Kunden hinbringe. Wenn du das mit einer guten Sprache, klaren Sprache kommunizieren kannst, dann wird dein Sales Funnel auch initial Zugkraft produzieren und wenn du dann den richtigen Prozess baust und deinem Kunden den Freiraum lässt, aber eben sanft führst, das ist ja die Essenz von dem Sales Funnel, dann wirst du auch die Leads generieren und die Sales machen, die du willst und die Kunden gewinnen, die du willst. Die einfachste Art und Weise, hier wirklich vorwärts zu kommen, ist natürlich, indem du dich mit anderen zusammentust, die Ähnliches machen, die auch ihre Sales Funnel bauen. Und wenn du möchtest, kann ich dir dabei sogar helfen. Ich habe eine Community, quasi ein Programm, was dir dabei hilft. Das heißt Sales Funnel Masterclass. Wenn du Lust hast, schau dir das mal an. Das ist auf jeden Fall etwas, wo meine gesamte Expertise reinfließt. Die 558 Sales Funnel, die ich in meinem Leben Full Service in der Agentur gebaut habe. Die gesamten Erfahrungen in allen 3 Kategorien, die wir gerade besprochen haben. Lead Funnel, automatisierter Funnel, semi-automatisierter Funnel wie Webinare etc. Und du findest dort einen kompletten Kurs als Angebot, eine super Community, die aktiv ist, die genau das Gleiche macht, nämlich Sales Funnel für ihre Businesses bauen. Und du findest natürlich meine kompetente Hilfe. Und du findest dort auch den Sales Funnel GPT, das gesamte KI-Programm, was dir hilft, diese schwierigen Sachen wie Marketingbotschaften oder emotionale Profile deiner Kunden und insbesondere auch Sales Pages und die ganzen Funnel-Komponenten zu erstellen, wie auch Ads und so weiter. Und natürlich generieren wir dort auch Traffic. Wir schicken also Blut in die Adern deines Funnels. Das heißt, mit Meta-Ads und auch Google-Ads wirst du dort lernen, Advertising zu schalten, was natürlich extrem wichtig ist. Und genauso haben wir eine Anleitung, um auf Social Media mit Content-Marketing sichtbar zu sein. Das sind momentan die beiden großen Bereiche, Content und Ads, mit dem du Traffic generieren kannst, Käufer-Traffic, also Leute in deinen Sales-Funnel zu führen und damit zu konvertieren. Wenn dich das interessiert, schau dir das mal an. Der Link ist unten in der Description. Und natürlich habe ich auch eine Agentur. Das heißt, ich baue das auch Full Service. Wenn du zu denen gehörst, die doch lieber professionell das umgesetzt haben wollen, dann kannst du mich auch ansprechen. Link in der Description. Ja, ich denke, die entscheidende Erkenntnis für dich sollte sein, du hast schon einen Sales Funnel. Du solltest den bewusst bauen, dir einmal ansehen, wie du das verbessern kannst, wie du deine Struktur verbessern kannst, wie du die einzelnen Komponenten verbessern kannst. Was ist überhaupt momentan der Zeitgeist? Wie funktioniert es in deiner Branche? Welchen Funnel möchtest du dort etablieren? Das Ziel ist klar, konstant Leads, konstant Sales, konstant neue Kunden. Okay, soweit für dieses Video. Ich hoffe und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Und wenn du möchtest, lad den Lead-Magnet runter oder komm vielleicht in meine Community und wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin viel Erfolg, viel Sales und viel Spaß an dem, was du tust. Bis dahin.